Geben Sie mir die Bluse, bitte. Oh, Gräfin Lahnstein. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Sie stören doch nicht. Ich bin sofort für Sie da. Ich möchte eigentlich gerne die Begrüßungszeremonie mit Ihnen durchgehen für den Maskenball, aber das hat Zeit. Ach was. Ich bin sofort fertig, dann können wir loslegen. Da fällt mir ein, meine Assistentin, die wollte noch, dass ich sie zurückrufe. Ja. Entschuldigung, eine Frage. Sie wollten vorhin was mit mir besprechen und sind dann wieder verschwunden. Warum? Ach, war das so? Habe ich was Falsches gesagt oder war es unpassend, mich vor Ihnen umzuziehen? Nein, das war schon in Ordnung. Ich war nur schon wieder in Gedanken in der Holding. Aber Sie haben recht, ich hätte Sie nicht einfach stehen lassen dürfen. Kein Thema. Und wie sieht es aus? Hätten Sie jetzt Zeit wegen der Begrüßungszeremonie? Tut mir leid, da müssen Sie sich allein drum kümmern. Wie gesagt, die Holding, die nimmt mich gerade total ein. Buongiorno. Sind Sie wahnsinnig? Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, dass Sie hier nichts zu suchen haben? Ich wollte mich nur mal erkundigen, ob meine Informationen hilfreich waren. Ganz im Gegenteil. Ihr Hinweis, Ansgar würde schmutzige Geschäfte über die Holding abwickeln, hat Carla nur verunsichert. Echt? Ich habe die Eisprinzessin zum Schmelzen gebracht? Damit wäre die Auslieferung der neuen Lilly von Rath-Kollektion beinahe geplatzt. Das kann ich dafür, wenn die Gräfin überreagiert. Soll ich Ihnen mal was sagen? Wir können sehr froh sein, dass Ansgars kleine Intrige rechtzeitig entdeckt wurde. Nicht auszudenken, wie sehr er hätte Carla schaden können. Auf den Sturz deiner Schwester. Auf den Unaufhaltsamen. Und den meiner Stiefmutter. Tja, Carla. Diesmal hätte ein wenig mehr Misstrauen sicherlich nicht geschadet. Und sie hat wirklich nicht gemerkt, was sie da unterschrieben hat? Vor dem Produktmanager wollte sie natürlich souverän tun. Zumal sie es ja nicht ist. Waffenhandel und die Holding. Ganz schlecht fürs Image. Tja, und sobald genügend schmutziges Geld in Carlas Geschäftsbereich geflossen ist. Geben wir der Presse einen kleinen Tipp? Und Carlas Tage an der Spitze der Holding sind gezählt. Mal ist sie total nett zu mir und dann blockt sie wieder völlig ab. Ich meine, das ist doch nicht normal. Vielleicht ist das ja Carlas Art zu flirten. Bah, du spinnst. Natürlich unbewusst. Ha, ha, ha. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Carla an dich verknallt ist. Ach komm schon, Stella, die hat dich doch nicht aus Versehen geküsst. Nicht aus Versehen, aus einer Laune. Vielleicht ist sie ja tatsächlich verliebt. Ach, Cousinchen, du warst immer schon ein bisschen eingebildet. Kann man in diesem Laden nicht einmal vernünftig nachdenken? Ich habe ein echtes Problem. Ich finde die Gräfin ja auch nett. Aber verlieben? Jedenfalls weiß ich gar nicht, wie ich ihr gegenübertreten soll. Soll ich nett sein oder soll ich einfach nur meinen Job machen? Mein Gott, sei doch einfach mal ein Mensch und sprich mit ihr. Toll. Soll ich zu ihr hingehen und sagen, hallo Chefin, sag mal, bist du eigentlich in mich verliebt? Warum nicht? Mit Carla kann man das machen. Nee, das lasse ich mal lieber. Tja, dann wirst du es wohl nie erfahren. Sag mal, hast du dir überlegt, ob du auf dem Maskenball spielen willst? Ich war heute Morgen wieder im Krankenhaus, weil ich wieder Schmerzen habe. Karpaltunnelsyndrom. Ich muss operiert werden. Was? Ach, Sarah, das tut mir leid. Ich hoffe, deine Hand kommt wieder in Ordnung. Ja, das hoffe ich auch. Das heißt aber auch absolutes Spielverbot bis nach der OP. Das gibt's nicht. Warum läuft zurzeit alles schief? Hey, wieso, was denn noch?
hattest recht mit deiner Vermutung. Ja, das habe ich meistens, aber was habe ich denn noch mal genau vermutet? Ich habe mich in Stella verliebt. Und natürlich wollte ich es mir anfangs nicht eingestehen. Und jetzt kann ich es noch nicht mal mehr vor ihr verbergen, ob ich will oder nicht. Ich habe sie gerade in der Küche gesehen, wie sie ihr Kostüm anprobiert hat. Ich bin total rot angelaufen und habe blödes Zeug geplappert und bin dann abgehauen. Sie muss doch gemerkt haben, was los ist. Wie meinst du? Und ich habe mir eingeredet, dass ich das schaffe, professionell zu bleiben. Das geht doch meistens nach hinten los. Am besten, du klärst das ganz offen mit ihr. Was? Ich soll ihr sagen, was los ist? Auf keinen Fall. Ja. Also dann soll es so verkrampft zwischen euch beiden bleiben, wie es gerade ist. Wenn Stella es weiß, dann wird es mindestens genauso verkrampft. Wenn nicht noch schlimmer. Also lass ich's lieber. Zeigen Sie mal. Wie wär's mit der? Nicht schlecht. Allerdings eher unpraktisch, weil Sie immer mit einer Hand halten müssen. Ach so, ja. Probieren Sie die doch mal. Lassen Sie das. Ich schaff das auch allein. Entschuldigung, ich wollte nur... Arbeiten Sie weiter. Carla, wir machen einen Spaziergang durch den Park und besprechen bei der Gelegenheit die Musikauswahl. Kommst du mit? Ich kann nicht. Es ist schade, dass ich euch keine Gesellschaft leisten kann. Ich hätte gute Ideen. Die interessieren uns nicht. Bringen Sie die Koffer dann raus? Na, das ist aber schön, dass Sie eingesehen haben, dass Sie auf dem Schloss nicht willkommen sind. Tanja nimmt nur eine kleine Auszeit von der lieben Familie. Bis später. Bis später. Seine Sippe wird es noch bitter bereuen, nicht etwas freundlicher gewesen zu sein. Ach, komm schon, Tanja. Wir wissen doch beide, dass man mit Freundlichkeit nicht wirklich weit kommt. Hat Carla die Gelder schon freigegeben? Ja, und das bedeutet, dass du den Waffendeal jetzt durchziehen wirst. Ist für die Dekoration des Außengeländes auch schon alles besprochen? Also gut. Dann sehen wir uns morgen zum Aufbau. Wiederhören. Entschuldigung, Sie hatten eben den Karton stehen lassen und ich dachte... Danke. Sonst noch was? Nein. So kann das doch nicht weitergehen. Was? Kann es sein, dass Sie sich in mich verliebt haben? Ich wollte... Ich meine, es war nur eine Frage. Da war immer so eine Spannung zwischen uns. Ich kann Sie verstehen, Stella. Wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin, dann tut mir das leid. Ehrlich. Sie haben recht. Ich habe mich in Sie verliebt. Oh. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist nur so, von meiner Seite aus. Stör ich? Ich störe. Ziemlich so, wie es aussieht. Kein Problem, ich bin weg. Nein, nein, tust du nicht. Wir haben gerade was besprochen und sind gerade fertig geworden. Wenn Sie uns dann bitte entschuldigen?
Carla hat zugegeben, dass sie sich in dich verknallt hat. Was hätte ich da machen sollen? Sie anlügen? Das war auf jeden Fall sehr mutig. Das hätte sich nicht jeder getraut. Stella hatte mich doch sowieso schon längst durchschaut. Und was macht er jetzt? Also, ihr seht euch doch jeden Tag. Gute Frage. Ich dachte, es wäre mal an der Zeit, das klarzustellen. Geklärt ist gar nichts. Bevor ich oder Carla was sagen konnten, kam Sarah rein. Und da hat sie mich rausgeschickt. Und jetzt? Keine Ahnung. Wie sieht's denn mit deinen Gefühlen aus? Stella erwidert meine Gefühle nicht. Punkt aus, basta. Ende. Ja, bist du dir da ganz sicher? Ich habe sie geküsst und sie war danach total Irritiert? schlimmer. Sie hat gesagt, es ist total okay und überhaupt kein Problem. Autsch. Was willst du jetzt machen? Wenn ich das wüsste. Oh. Kann ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Kein Problem. Entschuldigen Sie mich. Wir konnten unser Gespräch ja gestern Abend gar nicht zu Ende führen. Leider. Ich finde, wir sollten mit der Situation umgehen wie Erwachsene. Ich bin Ihre Vorgesetzte, mehr nicht. Und Sie meine Verwalterin. Und über alles andere machen Sie sich bitte keine Gedanken, ja? Ja, hier ist ja wirklich noch einiges zu tun. Nicht wahr, Justus? Gräfin? Naja, was heißt ausgesprochen? Ich habe Stella klargemacht, dass es zwischen uns keine weiteren Probleme geben wird. Sie ist meine Verwalterin, ich bin ihre Arbeitgeberin. Mehr nicht? Carla tut nicht nur cool, sie ist cool. Wie sie mit Gefühlen umgeht, ist echt der Hammer. Ah ja, wie geht sie damit um? Sie macht klare Ansagen und der ganze Stress, den wir hatten, ist weg. Einfach so. Gefühle kann man nicht an- und ausschalten, wie man es gerade braucht. Denk doch bloß mal an Susanne. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, zeigt, wer du bist. Ich gehe mit den Tatsachen um, so wie sie sind. Es gibt einfach Fakten. Das klingt wie ein Vertragsgespräch in der Holding. Es ist davon noch gar nicht so weit entfernt. Ja, das kann wehtun, aber hinterher wissen beide, was Sache ist. Zwei Partner begegnen sich, sie sprechen sich ab. Entweder es kommt zu einem Abschluss oder nicht. So einfach ist das? Ja, das muss doch nicht heißen, dass man nicht auch auf anderen Gebieten zusammenarbeiten kann. Ich habe auch eine klare Ansage bekommen. Von Katharina. Mechaniker, Katharina? Ja. Nein, nicht mehr. Sie geht weg aus Düsseldorf. Und du würdest ihr am liebsten klipp und klar sagen, bleib doch. Ja. Ja, das würde ich ganz gerne tun, weil 4 Hände sehr viel mehr wert sind als meine beiden. Zumindest im Hangar. Ich will die echt nicht mehr sehen. Können wir dich vielleicht mal Prosecco oder so kaufen? Komm damit auf den Maskenball. Da gibt es bestimmt jede Menge gut aussehender Frauen. Ja, auch irgendwelche, die mir beim Hubschrauber helfen können. Bei uns am Schiff gab es immer richtig Streit, wer dahin durfte. Ein Maskenball im Rheinland ist wie das Oktoberfest in München. Da kannst du gar nicht Nein sagen. Also ich werde da nicht hingehen. Warum nicht? Ich hätte schon Lust. Der Ball wird bestimmt wie eine Märchenveranstaltung. Aber Die Vorstellung, Tanja und Ansgar dort zu begegnen, macht aus dem Märchen eine Horrorgeschichte. Genau so sieht's aus. Ich habe eine Einladung von Rebecca, aber ich glaube nicht, dass ich da hingehe. Ich verpasse da nichts. Weißt du, warum du da nicht hingehen willst? Weil ich sowieso keine Maske habe. Nee, weil du nämlich Angst hast, dir könnte jemand hinter die Maske gucken, weißt du? los, Gregor. Bisschen Mut zur Kultur. Hier. Die sieht doch wirklich gut aus. Vergiss es, er traut sich nicht. Sag niemals nie. Gregor, jetzt stell dich doch nicht so an. Es wird Zeit, dass du mal wieder unter Leute kommst. Das mag ja sein, aber wenn ich da hingehe, dann werde ich mit Sicherheit nicht irgendeinen so bescheuerten Fummel anziehen. Keine Sorge, ist ein Maskenball, kein Kostümfest.
Na, immerhin ein Lichtblick. Okay, überredet. Ich gehe hin. Hey. Und wer weiß, welche geheimnisvolle Schönheit dir da über den Weg laufen wird. Übrigens, mein Cousin hat jetzt doch noch zugesagt. Es kann sein, dass ich ihn von der Gästeliste gestrichen habe. Lassen ihn bitte trotzdem rein, ja? Herr Gregor Mann ohne Begleitung. Gregor, was hast du gesagt? Mein Ex, er kommt doch. Oh, das habe ich mir so sehr gewünscht. Dann weiß ich ja, mit wem du die ganze Nacht tanzen wirst. Dazu müsste ich ihn erst mal finden. Die sehen ja alle gleich aus. Guten Abend, Charlie. Schön, dass Sie kommen konnten. Was denn, ihr habt mich gleich erkannt? Charlie, ich bitte Sie. Sie sind einzigartig, das wissen Sie doch. Viel Spaß. Danke.